Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und was ihr hier seht, ist ein Teil meiner Reolink Überwachungskamera Armada, die bei uns hier zu Hause im Einsatz ist. Die PT, die Argus 2 und auch die Argus 3 Pro. Und die Argus 3 Pro hat jetzt einen Nachfolger bekommen, nämlich ganz konkret die Argus 4 bzw. Argus 4 Pro. Und die wollen wir uns heute einmal gemeinsam anschauen. Hier seht ihr das Paket, wo das Ganze drin verpackt ist. Und genau da werden wir heute einen Blick drauf werfen. Hier seht ihr nochmal Argus 4 Pro und dabei ist auch noch das Solarpanel 2, also sprich die autarke Versorgung der Kamera mit Strom bei Sonne. Ja, kurzer Faktencheck, der auch wirklich ganz kurz ausfällt. Also, wir haben hier die Argus 4 Pro. Es gibt halt auch noch die Argus 4. Die ist dann im Bereich Nachtsicht etwas anders als die Argus 4 Pro. Wir haben das Solarpanel 2 mit an Bord. Das seht ihr hier auch nochmal. Das soll jetzt hier aber eine untergeordnete Rolle spielen, weil es ja eigentlich nur für die Stromversorgung da ist. Und grundsätzlich seht ihr hier noch ein paar Angaben. Wir haben eine 4K-Kamera, 180 Grad Aufnahmemöglichkeit. Das finde ich ja persönlich schon richtig, richtig stark, weil es halt eben ein sehr breites Feld abdeckt. Color X, das ist genau diese Nachtsichtfähigkeit, die die Pro mitbringt. Wir haben Wi-Fi 6 mit an Bord und ja, wir haben natürlich eine Batterie bzw. einen Akku mit an Bord, sodass ihr die Kamera eben autark betreiben könnt. Das sind ja die sind die Komponenten, die quasi die Argus-Serie ein bisschen natürlich auch auszeichnen. Und deswegen schauen wir uns das Ding jetzt auch mal im Detail an. Ja, und dann würde ich sagen, wir packen mal aus und gucken, was denn so alles mit an Bord ist. Erstmal bekommt ihr hier noch eine Information. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr einfach auf die Reolink-Seite gehen. Der Support funktioniert auch ganz okay, muss man sagen. Ich habe das schon 2-3 Mal ausprobiert. Da gibt es relativ zügig Antworten. Ob die Antworten euch immer direkt weiterhelfen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Grundsätzlich gibt es hier noch so ein bisschen Papierkram mit dabei. Darunter sind offensichtlich EU-Deklarationen, Konformitätserklärungen, okay, das legen wir mal beiseite, ist jetzt für uns nicht so relevant. Dann hier nochmal das gleiche oder eine andere Variante, egal, auch noch Konformitätserklärung. Dann haben wir 2 Bedienungsanleitungen, logischerweise einmal für das Solarpanel, das seht ihr hier. Und wenig überraschend dann auch noch für die Argus 4 Pro, sodass ihr auch da eine entsprechende Anleitung habt. Und es dürfte nicht überraschen, denn Reolink ist tatsächlich, was die Sprachen angeht, recht weit. Auch hier auf Deutsch und zwar auch in einer vernünftigen Übersetzung. Die Kamera spricht übrigens auch Deutsch mit euch. Nachher, wenn ihr das Setup macht, dann bekommt ihr auch deutsche Informationen, wenn ihr mögt. Dann haben wir hier Bohrschablonen, sodass ihr dann die beiden Geräte auch vernünftig an die Wand bringen könnt. Hier noch eine Information, ja, zum Amazon Shopping, keine Ahnung. Egal, legen wir mal zur Seite. Könnt ihr da irgendwie reingucken, wenn ihr mögt. Dann hier noch die Aufkleber, um darauf hinzuweisen, dass hier eine Aufnahme stattfindet. In verschiedenen Sprachen. Auch da, wenn ihr das aufkleben wollt, / müsst, je nachdem, in welchem Land ihr euch befindet, dann ist das natürlich hilfreich. So, dann gucken wir mal weiter. Hier noch eine leichte Pappabdeckung. Und dann haben wir hier das Solarpanel 2. Mir kommt es ein bisschen größer vor als das 1er. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob die unterschiedlich von der Größe her sind. Mir kommt es erstmal ein bisschen größer vor, was natürlich positiv ist, denn dann könnt ihr logischerweise auch mehr Sonnenlicht damit einfangen, um eure Kamera im Akkubetrieb zu unterstützen. Dann haben wir hier natürlich die Kamera und ihr seht, weswegen dieser auf dem Thumbnail steht, Nummer 5 lebt, denn das ist für mich Nummer 5, so sah Nummer 5 aus, als damals die Filmreihe, ich glaube, es waren ja sogar mehrere Filme, ne, in meiner Jugend rauskam. Ich habe mich sofort an Nummer 5 erinnert gefühlt. Manche andere haben sich übrigens an E.T. erinnert gefühlt, habe ich gelesen. Also insofern geht da letzten Endes beides. So, wir schauen mal weiter. Und dazu habe ich nämlich alles mal so ein bisschen aufgeräumt oder beziehungsweise hingelegt, sodass wir jetzt ein kleines bisschen besseren Überblick haben. Oben seht ihr alle Zubehörteile für die Kamera, unten für das Solarpanel. Also wie gesagt, Solarpanel 2 mit an Bord. Aus meiner Sicht eine etwas größere Fläche, was natürlich ganz gut ist. Relativ langes Kabel, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ich meine 3 Meter gelesen zu haben. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich mich vertue. Dann haben wir hier die Halterung, um das Ganze auch an der Wand zu befestigen. Wichtig ist natürlich, dass sowohl die Halterung separat ist, als auch das Kabel relativ lang ist, damit ihr beide unterschiedlich anbringen könnt. Wir hatten zuletzt schon mal ein paar Kameras hier, die das Ganze kombiniert haben. Finde ich persönlich nicht so gut, weil dann seid ihr in eurer Wahl der Kamerastandorte etwas eingeschränkt. Das ist hier nicht gegeben. Dübel und Schrauben sind mit dabei.
Wir haben hier auch noch so einen kleinen Spanngurt mit dabei, um das Ganze gegebenenfalls an einem Mast oder an einem Baum oder ähnlichen fest zu machen oder anzubringen. Dazu ist auch hier diese kleine Manschette, die schraubt ihr hier rein und dann wird von hinten einfach diese Schlaufe durchgezogen und dann entsprechend um den Baum gelegt oder um den Pfahl gelegt. Das hier habe ich gar nicht ganz genau verstanden, wofür das ist. Ich vermute, um den Baum dann zu schützen, denn ganz genau verstehe ich nicht, wofür es sein soll oder um halt das Ganze zu schützen, wo ihr es draufschraubt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da Näheres wisst, schreibt gerne in die Kommentare, dann lasse ich mich gerne aufschlauen, wofür denn diese Schaumstoffeinheit dann entsprechend noch gedacht ist. Das war alles, was zum Solarpanel gehört. Jetzt gucken wir uns mal das Kamerazubehör an. Auch hier natürlich eine Halterung, um das Ganze an die Wand anzubringen. Diese Halterungen sind übrigens mittlerweile recht ausgefuchst, muss ich persönlich sagen. Finde ich wirklich ganz interessant, wie man das mittlerweile löst. Das war ja früher irgendwie, musstest du alles dran schrauben und keine Ahnung was. Jetzt ist das alles quasi fast unsichtbar gelöst. Auch hier noch eine Halterung, um das Ganze dann mit der Schlaufe festzumachen. Das ist dieser Teil hier. Oder halt auch, um das Ganze, man könnte es theoretisch auch ein bisschen aufhängen wie so ein Bild. Das geht natürlich auch, aber im Wesentlichen ist es natürlich für diese Schlaufe gedacht, um das Ganze dann halt eben Baumpfahl, was auch immer, wo ihr es festmachen wollt. Auch hier noch Dübel und Schrauben mit dabei, um das Ganze dann fest verschrauben zu können. Wie gesagt, diese Halterung wird hier aufgedreht, dann löst sich auch vorne diese Nüpsel, um das Ganze, jetzt löst er sich auch komplett, um das Ganze bewegen zu können. Hier seht ihr dann auch noch mal die Schrauben, da wird das einfach wieder aufgesetzt und wenn ihr es festdreht, bewegt sich auch vorne dieses Kugelgelenk nicht mehr. USB-C haben wir natürlich mit an Bord, haben wir gerade schon beim Solarpanel gesehen und die Kamera, das eigentliche Kernstück dieses ganzen Videos, ja, unsere Nummer 5, die gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal im Detail an. Zunächst aber noch ein kleiner Exkurs zum Thema Solarpanel. Ich habe es vorhin schon gesagt, wichtig ist aus meiner Sicht bei diesen ganzen Herstellern, die Solarpanel mit dazu anbieten, dass A, die Größe auch eine gewisse Relevanz hat. Das ist hier aus meiner Sicht gegeben. Und dass das Kabel ausreichend lang ist. Und wie gesagt, ich meine 3 Meter gelesen zu haben. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Es kann auch mehr oder weniger sein, aber ungefähr 3 Meter, um das Ganze verbinden zu können. Denn dann könnt ihr das Solarpanel woanders anbringen als die Kamera, was natürlich total Sinn macht. Denn nicht, wo die Sonne ist, wollt ihr unbedingt auch die Aufnahmen machen. Das Solarpanel ist übrigens okay von der Zuführung an Batterieleistung. Ihr könnt es im Sommer auf jeden Fall nutzen, um auch die Kamera öfter nutzen zu können, also bei relativ häufigen Aufnahmeereignissen. Im Winter wird das dann schon ein bisschen schwierig, da kann es durchaus sein, dass ihr auch mal nachladen müsst. So, nach dem ganzen Vorgeplänkel gucken wir uns jetzt aber die Argus 4 Pro mal im Detail an. Hier seht ihr sie, wir haben 2 Kameralinsen, die nachher das Bild in dem 180-Grad-Winkel zusammenführen. Sehr interessant, gibt es schon ein paar Lösungen von Reolink, auch in anderen Herstellern von, hier aber wirklich optisch und aus meiner Sicht gut gelöst. Dann haben wir hier noch die entsprechenden Spotlights, also jeweils 2 links und rechts und einen in der Mitte. Wir haben oben noch einen Lichtsensor, der quasi für die Lichtsensorik verantwortlich ist. Wir haben unten drunter das Mikrofon. Ihr habt ja auch eine 2-Wege-Kommunikation und unten einen Peer-Sensor. Und der Peer-Sensor hat tatsächlich auch 170 Grad. Das ist sehr viel aus meiner Sicht. Habe ich bei anderen Herstellern in dem Umfang jetzt noch nicht gesehen. Das ist aber richtig gut, weil das natürlich bedeutet, dass die Bewegungserkennung in einem sehr breiten Feld stattfindet. Und zwar fast so breit, wie die Kamera aufzeichnen kann. Das ist aus meiner Sicht eins der wichtigen Punkte, die es hier anzumerken gilt. Auf der Unterseite dann der Slot für die Speicherkarte und der Ein-Ausschalter. Die Kamera kommt im Normalfall vorgeladen zu euch. Auch das vernünftig abgedichtet. Das ist von der Optik übrigens nicht so ein glänzendes Weiß, sondern mehr so ein mattes Weiß jetzt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut im Vergleich auch zu meinen bisherigen Reolink-Kameras. Auf der Rückseite dann das entsprechende Gewinde, um den Ständer anzubringen. Noch ein Lautsprecher und hier in dem Bereich findet ihr dann auch die Zuführung für den Strom, wenn ihr das Solarpanel verwenden wollt oder anders mit Strom versorgt. Durch das Solarpanel wird das Ganze auch schön abgedichtet. Das ist genau dieser Stecker, der exakt da reinpasst. Und das war es eigentlich schon zu den Details zu unserer Nummer 5 oder ET, je nachdem, was ihr jetzt drin seht. Das ist auf jeden Fall die die Reolink Argus 4 Pro. Gut, gucken wir uns auch noch mal die App im Detail an. Dazu gehen wir einmal so ein bisschen durch die Einstellungen. Ich will euch jetzt nicht alles im Detail zeigen, aber so ein bisschen mal, was geht nicht. Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Sirene auszulösen im oberen Bereich. Wir können dann auch die Spotlights separat einschalten, also nicht nur automatisch, sondern auch manuell. Ihr habt das sind diese 4 Kästchen, da könnt ihr mehrere Kameras kombinieren. In meinem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel die vorhin gesehenen 3 mit der Argus 4 Pro kombinieren. Wir haben hier die Möglichkeit, noch Bild im Bild durchzuführen. Also dann habt ihr quasi das Kamerabild auf eurem Desktop auf dem Handy. Das funktioniert natürlich dann auch. So,
Wir können den Stream starten und stoppen. Das ist ganz unten, ist in der Mitte links. Wir haben da die Toneinstellung, ob ihr Ton übertragen haben wollt oder nicht. Wir können dann in dem Bereich auch ein Foto schießen, also sprich die gerade gezeigte Aufnahme auf eurem Smartphone speichern. Ganz wichtig, auf eurem Smartphone. Das wird auf eurem Smartphone abgelegt. Gleiches gilt auch für Video. Ihr könnt die Auflösung einstellen, ob ihr die höchste Auflösung oder eher eine flüssige Auflösung habt, wenn zum Beispiel das WLAN gerade ein bisschen leckt. Und ihr könnt das Ganze auch noch in den Panorama-Modus versetzen, was natürlich gerade bei 180 Grad durchaus Sinn macht. Sprechen und Wiedergabe dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr dann quasi in den Zwei-Wege-Kommunikation gehen und so weiter und so fort. Bei den Einstellungen gibt es durchaus einiges, was es vielleicht zu beachten gilt. Jetzt seht ihr hier, das lädt ein bisschen, weil jetzt tatsächlich auf die Kamera zugegriffen wird. Jetzt wird gerade schon das WLAN angezeigt und jetzt gleich kommen dann auch die Einstellungsmöglichkeiten. Batterieleistung aus meiner Sicht okay. 12 Tage Standby gibt der Hersteller an, hat bei mir nicht ganz geklappt. Aber mit dem Solarpanel könnt ihr noch ein bisschen supporten. Wer aber viele Bewegungen hat, da muss man ganz klar sagen, ja, der muss im Zweifel auch zwischendurch nochmal nachladen. Das ist einfach so. Display, da könnt ihr konfigurieren zum einen die Stream-Qualität, also sprich, was ist denn jetzt die Definition für flüssig oder was ist die Definition für klar. Da könnt ihr übrigens auch die maximale Bitrate einstellen, was natürlich dazu führt, dass gegebenenfalls bei schlechtem WLAN das Ganze ein bisschen besser funktioniert. Ihr könnt Anti-Flackern 50, 60 Hertz einstellen, ihr könnt die Helligkeit verändern, ihr könnt den Namen der Kamera, Datum und Wasserzeichen einblenden lassen. Das seht ihr nachher bei dem Footage, was ich gemacht habe. Ich habe alles einfach mal drin gelassen, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Gerade für Deutschland wichtig, Privatsphärenmaske. Ihr könnt also quasi aus eurer Aufnahme Dinge exkludieren sozusagen. Einfach hier oben mit dem Finger ziehen und dann wird dieser Bereich nicht erkannt bzw. aufgezeichnet. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr quasi im Zweifel, was ja eh schon grundsätzlich nicht erlaubt ist, aber irgendwie nicht nur euer Grundstück im Blick habt sozusagen. So, Licht und Schatten, da könnt ihr die Automatik-Modi für farbigen Nachtmodus und so weiter einstellen. Das sind dann die Möglichkeiten, die wir da noch haben. Audio ist, denke ich, klar, soll der Ton mit aufgenommen werden und wie laut soll die Lautstärke des Lautsprechers sein. Im Bereich Licht könnt ihr das Spotlight Helligkeit aktivieren oder beziehungsweise verschieben. Das ist zum Beispiel gerade, wenn ihr noch weiteres Licht habt, müsst ihr da so ein bisschen rumexperimentieren, was die perfekte Lösung für euch ist. Bei mir steht das hier auf Automodus, damit das Ganze halt nachher für den Test auch vernünftig funktioniert. So, Peer-Bewegungserkennung haben wir vorhin schon gesagt. Das ist unten dieser Sensor, der dafür sorgt, dass die Bewegungen erkannt werden. Die Empfindlichkeit dafür müsst ihr so ein bisschen einjustieren, je nachdem, was ihr habt und was es für Dinge gibt. So ganz wichtig aus meiner Sicht, im Bereich Bewegungsalarm müsst ihr auch nochmal was Empfindlichkeit, gerade bei dieser intelligenten Erkennung für Personen, Fahrzeuge und Tiere, da solltet ihr nach eurem Gusto so ein bisschen rumexperimentieren. Auch bei der Objektgröße, ab wann soll getrackt werden oder ab wann soll ausgelöst werden, auch da macht es durchaus Sinn, dass man da nochmal reingeht und für seinen speziellen Bereich die Einstellungen vornimmt, damit man eben nicht zu viele Aufnahmen bekommt, aber eben auch nicht zu wenig Aufnahmen. Das ist halt so ein bisschen das Entscheidende. Die Automatik funktioniert aus meiner Sicht schon ganz gut. Aber je nachdem, wenn ihr spezielle Anwendungszwecke oder spezielle Umgebung habt, müsst ihr da, glaube ich, noch mal ein bisschen nachjustieren. Ist aber alles möglich und von daher ist das definitiv etwas, was ihr euch noch mal anschauen solltet. So, Filmaufnahme ist, denke ich, klar. Da könnt ihr definieren, dass die Aufnahme stattfinden soll. Wann soll sie stattfinden und wie viel soll nach der Aufzeichnung noch hinterher aufgezeichnet werden. Ich stelle das immer auf 30 Sekunden, weil dann hat man auf jeden Fall noch 30 Sekunden nach dem Trigger-Ereignis bzw. der Aufnahme dazu. Genau. Wir haben die Möglichkeit, uns Push-Nachrichten senden zu lassen, sowohl in der App, das ist die eine Option, die seht ihr jetzt gerade hier, als auch das Ganze natürlich noch per E-Mail, gleiches Prinzip, ihr bekommt halt dann eine E-Mail. Ihr könnt auch den Footage auf einen FTP-Server hochladen, das funktioniert auch und ist möglich. Das müsst ihr dann halt entsprechend konfigurieren und ja, gibt es noch Sicherheitswarnungen und so weiter und so fort. Wer von euch das nutzen möchte, hat aber zumindest die Option, so formuliere ich es jetzt einfach mal. Und ihr könnt auch, was die Sirene angeht, noch konfigurieren, ob die eingeschaltet werden soll, wenn ein Alarm stattfindet. Da müsst ihr euch natürlich mit euren Nachbarn gut abstimmen, dass es da auch keinen Ärger gibt. Kamera teilen ist relativ easy und zwar findet ihr jetzt hier im Hintergrund, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber einen QR-Code und könnt damit sehr einfach die Kamera mit anderen Menschen auch teilen. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, einen Zeitraffer zu erstellen. Finde ich persönlich ganz spannend, gerade wenn man die Kamera vielleicht für so eine Baustelle oder sowas nimmt, ist es natürlich durchaus interessant und spannend, dass man die Möglichkeit hat,
hat, hier das Ganze dann auch einstellen zu können, dass die Aufnahmen über einen gewissen Zeitraum, hier zum Beispiel wird voreingestellt 120 Tage und ein bestimmter Zeitraum, dass man dann so ein bisschen die Fortschritte und so weiter erkennt, finde ich persönlich ganz cool, dass das mit eingebaut ist. Hat natürlich mit Überwachungskamera im klassischen Sinne jetzt eher weniger zu tun. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unser Passwort zu ändern, eine Login-Sperre zu geben und Datum und Zeit zu konfigurieren. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch die App. So, das Wichtigste ist natürlich letzten Endes das Material, was rauskommt. Und da seht ihr hier einmal eine Tagesaufnahme. Unser Balkon, 180 Grad. Ich finde es völlig faszinierend, dass das heutzutage so gut funktioniert mit diesen 2 Kameralinsen, die zusammengefügt werden, weil unser Balkon halt tatsächlich recht breit ist. Und da seht ihr hier unseren Innenhof, der gefilmt wird. So breit oder beziehungsweise so tief ist natürlich in den wenigsten Fällen im Zweifel eure Aufnahme. Mit Gegenlicht ist es ein bisschen schwierig. Seht ihr jetzt hier, wenn ich es einmal in den Himmel drehe, das funktioniert nicht ganz perfekt, aber noch gut, würde ich sagen. Und man muss natürlich immer gucken, wie weit ist nachher die Entfernung zwischen den aufgenommenen Objekten und dem, was wir sehen. Gerade beim Nachtmodus wird das jetzt nochmal relevant, denn hier zeige ich euch mal den Nachtmodus. Ihr seht hier, das ist tatsächlich schon dunkel draußen, also das ist wirklich richtig gut und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, nachdem die Spotlights angegangen sind, hält das Ganze auf und oben seht ihr nochmal, wie dunkel es wirklich ist. Jetzt ist noch ein bisschen später, jetzt ist wirklich stockfinster und das Bild ist wirklich, also ich bin tatsächlich völlig fasziniert von diesem Color X. Das funktioniert richtig, richtig gut, weil ihr seht einfach Details, die eigentlich nicht sichtbar sind sozusagen. Und das mit diesen kleinen Spotlights. Wenn ihr jetzt noch einen Aufnahmehorizont von statt 20 Metern, so wie ich hier, von 10 Metern habt, ist das Ganze aus meiner Sicht echt eine perfekte Lösung. Damit sind wir bei meinem Fazit zur Reolink Argus 4 Pro bzw. 4 angekommen. Auch wenn ich die 4 nicht hier hatte, ist es ja das gleiche Prinzip. 180 Grad Weitwinkelkamera, 4K Auflösung mit einem PIR-Sensor von 170 Grad. Also das hat mich einfach tatsächlich positiv überrascht, wie gut das funktioniert und auch wie gut der PIR-Sensor detektiert. Die Spotlights hätten aus meiner Sicht ein kleines bisschen heller und größer sein können. Das ist natürlich immer so eine Abwägung zwischen Akkukapazität bzw. Größe der Spotlights. Bei unserem Innenhof wäre es jetzt zum Beispiel schon nicht ausreichend gewesen. Ich würde mal sagen, bis 10 Meter ist das aus meiner Sicht kein Problem. Ja, Akkukapazität angeblich für 12 Tage. Da muss man natürlich sagen, das hat bei mir nicht hingehauen. Hängt immer davon ab, wie viel Bewegung er detektiert bzw. aufnimmt, logischerweise. Mit dem Solarpanel funktioniert das im Sommer ganz gut. Im Winter bin ich mir relativ sicher, wird das nicht so gut funktionieren. Da müsst ihr dann halt bei viel Bewegung überlegen, ob ihr da gegebenenfalls mal nachladet. Bildqualität aus meiner Sicht gut, nicht perfekt, aber für den Preis, 160 € kostet ja gerade die 4 und die 4 Pro kostet, glaube ich, 210, sowas um den Dreh. Würde ich sagen, ist das in Ordnung. Klar gibt es Kameras, die bessere Bildqualität bieten, aber die sind dann halt auch entsprechend teurer. Für den Preis aus meiner Sicht vollkommen fair. Wenn ihr das Geld für die 4 Pro habt, würde ich die 4 Pro nehmen, weil das Color X hat mich wirklich überzeugt. Die Nachtaufnahmen richtig, richtig stark. Ich habe zwar keine 4 hier, aber wenn das fehlt, würde ich sagen, ist schon ein bisschen schwierig. Diesen Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus habt ihr übrigens nicht. Das ist durch Color X dann ersetzt. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, komm raus. Okay.